Hallöchen meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video im Hasenbau mit einem Thema, das zurzeit sehr viral geht, und es ist das Aushungern der deutsch-israelischen Geisel Rom Braslavsky. Und es ist sehr traurig und ich berichte über dieses Thema nur aus dem Grund, und zwar einfach, es ist traurig und grausam, und hier direkt mal mein Mitgefühl an ihn und seine Geliebten und Liebenden. Ich mache dieses Video hier nicht, um mich an ihm zu bereichern, sondern um darauf aufmerksam zu machen, dass wir etwas ändern müssen. Zu sehen, dass wir immer noch in Zeiten leben, in denen wir als Menschheitsfamilie einander foltern und töten, ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen. Was macht es mit uns als Gesellschaft? Tragen wir dazu bei und wie kommen wir da raus? Meine Gedanken dazu erzähle ich euch jetzt. Auf geht's! Stellt euch vor, ein junger Mann, 21 Jahre jung, voller Leben mit einem starken Willen, anderen zu helfen. Das ist Rom Braslavsky. Geboren in Jerusalem hat er sowohl die israelische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Am 7. Oktober 2023 veränderte sich sein Leben für immer. Denn an diesem Tag arbeitete Rom als Sicherheitskraft auf dem Supernova Musikfestival im Süden Israels, einem Ort, der für Freude, Musik und Gemeinschaft stand, doch was als fröhliches Wochenende begann, wurde zum Albtraum. Als die Hamas zusammen mit anderen extremistischen Gruppen, darunter der palästinensische Islamische Dschihad, einen brutalen Angriff startete. Über 1200 Menschen wurden getötet, mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch Rom. Augenzeugen berichten, dass Rom in dieser chaotischen Situation heldenhaft gehandelt hat, bevor er selbst entführt wurde. Half er mehreren Menschen vor den Angreifern zu fliehen. Er wurde in den Gazastreifen verschleppt, wo er seitdem in der Gewalt des palästinensischen Islamischen Dschihads, kurz PIJ, festgehalten wird. Das war vor 667 Tagen, was mittlerweile fast 2 Jahre sind. Seitdem hat die Welt nur noch wenige Lebenszeichen vom Rom erhalten, und im April 2025 veröffentlichte der Islamische Dschihad ein erstes Video, das zeigte, was unglaublich schockierend war, weil darin beschrieb er unter Zwang die unmenschlichen Bedingungen, also kaum Essen, wenig Wasser, Krankheiten, die ihn plagen, und ein, ständiger Kampf ums Überleben. Er sprach von einem starken Juckreiz und Schürfwunden, und der Körper war einfach generell sichtlich geschwächt, und ja, er sagte dann irgendwie genug, holt mich hier raus, also ganz übel. Ende Juli 2025, vor wenigen Tagen, tauchte ein weiteres Video auf, was wieder zeigte Rom, stark abgemagert, blass, sichtlich gebrochen, und in dem 6-minütigen Clip appellierte Rom unter Tränen an die israelische Regierung, ihn zu befreien. Also er wirkt hart verzweifelt, spricht auf Hebräisch und scheint unter massivem Druck zu stehen. Seine Familie, die das Video gesehen hat, ist dementsprechend zutiefst erschüttert, und Roms Mutter Tami hat gesagt, sie haben mein Kind gebrochen. Ich will ihn jetzt nach Hause holen. Es ist schwer, solche Worte zu hören. Laut Berichten wird er vermutlich in einem der Tunnel unter dem Gazastreifen gefangen gehalten. Ein Ort ohne Tageslicht, ohne ausreichend Versorgung, wo Hunger und Krankheit allgegenwärtig sind. Es ist einfach nur übel und menschenverachtend. Der Islamische Dschihad hat kürzlich behauptet, den Kontakt zu den Entführern verloren zu haben. Angeblich wegen israelischer Militäroperationen in der Region Deir al-Balah, wo Rom festgehalten wurde. Diese Aussage wirft wiederum Fragen auf, denn die Gruppe veröffentlichte gleichzeitig ja das Video, was dementsprechend so ein bisschen gegeneinander spricht. Experten und die israelische Regierung sehen darin einen Versuch psychologischer Kriegsführung, um Druck auf Israel und die internationale Gemeinschaft auszuüben. Die Lage ist wie immer kompliziert. Israel geht davon aus, dass von den etwa 50 Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden sollen, nur noch 20 am Leben sind. Und offensichtlich gehört auch Rom zu einer dieser Geisel. Und der Zustand, wie wir sehen, ist aber kritisch. Seine Familie und das Forum der Geiselfamilien fordern unermüdlich seine Freilassung und die aller anderen Geiseln. Sie werfen der israelischen Regierung vor, nicht genug zu tun, und kritisieren Militäroperationen, die das Leben der Geiseln gefährden könnten. Gleichzeitig steht Israel vor einem Riesendilemma. Die Hamas und der Islamische Dschihad verweigern die Freilassung der Geiseln, während die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen. Auch in Deutschland wird Roms Schicksal nicht ignoriert. Bundesaußenminister Johann Wadephul nannte die Videos abscheulich und versprach, dass Deutschland alles in seiner Macht Stehende tue, um die Geiseln zu befreien. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, dass die Freilassung aller Geiseln Voraussetzung für einen Waffenstillstand sei. In Berlin fand ein Solidaritätskonzert für Rom und 6 weitere deutsche Geiseln statt, organisiert von Axel Springer, um auf ihr Leid aufmerksam zu machen. Was bleibt, ist eine Familie, die verzweifelt
wartet. Roms Mutter Tami sprach von der Schande, dass sie von den Videos so oft über soziale Medien erfährt, statt von offiziellen Stellen informiert zu werden. Ihre Worte sind ein Hilferuf. Ja? Mein Sohn wird in den Wahnsinn getrieben. Wir müssen alles tun, um ihn und die anderen nach Hause zu bringen. Die internationale Gemeinschaft, darunter die USA, Ägypten und Katar, versucht in Verhandlungen eine Lösung zu finden. Doch die Gespräche, wie immer, sind am Stocken und die Hamas fordert einen umfassenden Waffenstillstand und den Rückzug israelischer Truppen, während Israel auf der Entwaffnung der Hamas besteht. Wow, so. Und inmitten dieses politischen Tauziehens leidet Rom weiter. So. Und ein junger Mann, der nur helfen wollte und nun in einem dunklen Tunnel um sein Überleben kämpft. Lass uns kurz innehalten. Rombas Lavsky ist nicht nur eine Schlagzeile, er ist ein Mensch, ein Sohn, ein Freund. Seine Geschichte erinnert uns daran, wie zerbrechlich Frieden ist und wie wichtig es ist, für die Freilassung aller Geiseln zu kämpfen. So. Das nun erstmal, damit ihr wisst, worum es geht und was passiert ist. Und jetzt meine persönlichen Worte. Was soll man sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss ehrlich sagen, ich halte mich bei diesem Israel- und Palästina-Thema so gut wie es geht raus. Und das nicht, weil es mich nicht juckt oder ich nicht denke, dass es schlimm ist, was so passiert, sondern das, was diese Meldungen bei uns Menschen hier im Westen auslösen, unglaublich intensive Emotionen sind, die so stark sind, dass sie dazu führen, dass wir einander hassen, wir uns beschimpfen und wir uns wieder mal noch ein wenig mehr spalten lassen. Und das wegen einem Thema, das uns nicht einmal wirklich direkt betrifft. Wie gesagt, was nicht bedeutet, dass es egal ist. Was wäre denn, wenn diese Meldungen uns gar nicht erreichen würden? Was wäre, wenn diese Konflikte nicht an uns getragen werden würden? Ständig geht es nur um links gegen rechts, USA gegen Russland, Israel gegen Palästina, Muslime gegen Juden, Arm gegen Reich. Dauerhaft werden wir Menschen in dieser krassen, destruktiven Kriegsenergie gehalten. Und das nicht aufgrund der Tatsache, dass ein Familienmitglied von dir persönlich getötet und angegriffen wurde, was ja ein direkter persönlicher Angriff wäre. Nein, es geht immer um Geschehnisse um uns herum. Und für uns ist es heutzutage so normal geworden, die Probleme in dieser Welt so stark zu werten und sie zu unseren eigenen Problemen zu machen. So stark, dass wir nicht mehr differenzieren zwischen, was sind Probleme, die meine Familie, meine Mitmenschen und mich selbst unmittelbar betreffen. Dieser kleine Unterschied entscheidet darüber, ob ich meine Energie in das Erkennen und Angehen von Problemen investiere, die mein eigenes Leben betreffen oder halt auch nicht. Was nicht bedeutet, dass wir uns nicht für andere Menschen oder Lebewesen im Allgemeinen auf dieser Welt einsetzen sollen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir jeden Tag mit Informationen und Problemen zu bombardiert werden. Ja? Dass es schwerer denn je ist und somit auch wichtiger denn je ist, Gedankenhygiene zu betreiben. Und darauf zu achten, was lasse ich nah an mich heran und was nehme ich zur Kenntnis oder gehe auch weiter. So. Und Menschen, die mit ihrem Kopf und Emotionen sonst wo in der Welt beschäftigt sind, ja, die können dementsprechend ja gar nicht mehr, einen klaren Blick haben und sehen, was unmittelbar um sie herum passiert. Menschen, die nicht merken, dass Probleme von außen auferlegt werden und von Problemen, die nicht die eigenen sind, zu dann gefühlt und wahrgenommenen dann doch eigenen Problemen werden, sind einfach nicht mehr in der Lage zu priorisieren. Ich meine, wenn ein Kind in Taiwan sich den Knöchel bricht und vom Staat nicht ordentlich behandelt wird und ich dann dieses Problem genauso werte, als ob es der Nachbarsjunge von nebenan wäre, könnte es ja sein, dass ich mich so lange mit diesem Fall in Taiwan beschäftige und 2 Wochen vergehen und ich einem gleichen Problem, das wiederum 2 Türen neben meiner eigenen besteht, komplett ignoriert habe und diesem Jungen wiederum gar nicht geholfen habe. Jedoch, vielleicht habe ich bei dem Jungen in Taiwan ja einen 20-zeiligen Kommentar unter einem Insta-Post gelassen, habe 3 Reels veröffentlicht und vielleicht noch eine digitale Unterschrift bei einer Petition gelassen. So. Erkennt ihr das Problem, dass wir hier im Westen nun aktuell keine Geiseln zu melden haben und in keinem herkömmlichen Kriegsgebiet leben, ist das eine. So. Dass wir jedoch in einem Land leben, in dem die Altersarmut dauerhaft ansteigt, in dem 5 Straßen weiter, hier bei uns, in dem Land, Menschen immer noch hungern, auf den Straßen leben. Ein Land, das sich, wenn es so weitergeht, wie bisher demografisch innerhalb von einer Generation halbieren wird, indem wir alle uns kein Eigentum mehr leisten können, das Gesundheitssystem langsam zusammenbricht, wir keine Fachkräfte haben und uns nun auch dank der souveränen Verhandlungen mit den USA finanziell und wirtschaftlich in den Abgrund treiben.
Deutschland ist ein sinkendes Schiff. Und das nicht erst seit 5 Minuten, sondern bald sieht man von diesem Schiff nichts mehr. Und viele Menschen stehen immer noch auf diesem Schiff und trinken Mojitos, ja, und ärgern sich, dass das Buffet noch nicht aufgefüllt wurde. Das ist das, was ich merke und wie ich das alles einordne. Wir müssen es schaffen, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Wir müssen aufhören, gegeneinander zu agieren, sondern miteinander. Wenn wir so weitermachen wie bisher, ist dies eine never-ending Story. Und auch wir dürfen uns unser eigenes Grab schaufeln. Es wird Zeit, die Ketten des Opferseins und des immer wiederholenden Zyklus der Gewalt und des Bekämpfens zu beenden. Das ist meiner Meinung nach wahre Stärke und wahrer Mut. Vergebung, Akzeptanz, der Wille, zusammen etwas verändern zu wollen. Denn nur zusammen kommen wir weiter. Nicht, wenn wir uns hassen und bekämpfen. Es liegt in uns, das Ganze zu beenden und somit auch solchen Geschehnissen wie jetzt in Palästina die Grundlage dafür zu nehmen, überhaupt zu geschehen. Wenn wir als Menschen auf dieser Welt es schaffen, miteinander zu reden. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Falls euch dieses Video gefallen hat, teilt das Video doch gerne und lasst mir eure Gedanken mal dazu in den Kommentaren stehen. Und wie seht ihr die Situation in unserer Welt? Wie geht es euch aktuell in diesen Zeiten? Wie geht ihr damit um? Lasst mich doch wissen, was eure Gedanken zu dieser ganzen Situation sind, in der wir gerade leben. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute, und freue mich, wenn ihr bald wieder bei einem neuen Video dabei seid. Bis dahin, Leute, wir sehen uns. Bis bald.